Und zwischendurch immer mal kontrollieren, in dem Fall mit einer Messlehre für Zündkerzen zum Beispiel, wie viel Material fehlt euch schon. Dazu legt ihr die Leere ganz am Rand der Nietmutter an und dann entsteht hier links und rechts ein Spalt. Und je nachdem, wie groß dieser Spalt ist, wie eben schon erwähnt, ist es halt maßgeblich für das Ein- und Ausfederverhalten. So, jetzt liegen hier zwei Unterlegscheiben, unsere bearbeitete Unterlegscheibe und eine nicht bearbeitete. Diese Form haben wir jetzt quasi in die Unterlegscheibe eingefräst. Von der Seite her würde man nicht so viel sehen. Also man sieht, dass sie in der Mitte ein bisschen erhaben ist und zum Ende hin oder nach außen hin flacher wird. Das könnt ihr auch noch mal gegenkontrollieren. Also ihr könnt den Spalt dann quasi auch messen, indem ihr einfach die zweite Unterlegscheibe darauf packt und da steht dann ein Spalt. Und diesen Spalt könnt ihr messen. Und wie gesagt, dieser Spalt ist maßgeblich dafür, wie das Auto sich am Ende verhält. Aber wie gesagt, so wie die Unterlegscheibe jetzt bearbeitet wurde, passt sie noch nicht zu unserer Dämpfeinheit. Und jetzt geht es weiter zum nächsten Schritt. So, der nächste Arbeitsschritt besteht darin, dass wir das zentrale Loch in der Mitte größer bohren. Ganz pauschal mit 9 mm, 9,5 und dann 10 mm, dass wir also erstmal auf ein Innenmaß von 10 mm grob kommen. Das wäre jetzt der nächste Schritt. So, folgendermaßen geht es jetzt weiter. Jetzt könnt ihr schon mal erahnen, worum es überhaupt geht. Und zwar muss diese Scheibe auf das Dämpferelement passen, also exakt auf das verpresste Inlay. Und das ist bei 10 mm noch nicht der Fall, da das Maß vom Inlay in etwa 10,9 bis 10,101 oder 10,10 beträgt und das erreichen wir, indem wir die Bohrung auffeilen. Und das ist der nächste Step. Und das macht ihr so lange, bis diese Unterlegscheibe fast exakt mit einem bisschen Spiel auf die Dämpfereinheit passt. Wichtig zwischendurch immer mal kontrollieren, ob die Unterlegscheibe gegebenenfalls schon auf das Dämpferelement passt. Wenn nicht, weitermachen und so wirklich Stück für Stück den Radius oder den Durchmesser vergrößern, bis das da direkt auf die Hülse vom Dämpferelement passt. So, in dem Fall wäre dieser Arbeitsschritt jetzt abgeschlossen, da die Unterlegscheibe exakt auf die Verpressung passt. Wichtig wäre jetzt noch den Grat innen und außen oder umgekehrt wegzuschleifen. Den wollen wir natürlich nicht haben, weil wir keinerlei Span oder Späne im Kreislauf haben wollen und wir brauchen eine plane Fläche. Dazu könnt ihr euch einfach Schleifpapier nehmen und schleift den Grat runter, beide Seiten, oder ihr feilt diesen weg. Wenn ihr den Bearbeitungsschritt fertig habt, dann sieht eure Scheibe in etwa so aus. Die geriffelte Seite ist die geschliffene Seite und die normale Seite. Wichtig ist jetzt beim Verbauen, gegebenenfalls sie passt, die geschliffene Seite
also mit den Ausbuchtungen links und rechts, muss nach unten. Und das sollte dann so aussehen. So, nun können wir das Bauteil von der Seite sehen. Die Unterlegscheibe ist installiert und jetzt sieht man in etwa schon nicht den Effekt, aber warum wir diese Kehle oder dieses Material von der Unterlegscheibe abtragen mussten. Denn direkt darunter befinden sich unsere Chimps, und zwar für die Zugstufe. Diese Chimps müssen arbeiten können. Wenn die Unterlegscheibe nicht bearbeitet werden würde, wir würden also nur den Durchmesser aufbauen und sie rauf drücken und befestigen, hätten die darunter liegenden Chimps, die für die Zugstufe verantwortlich sind, keine Möglichkeit zu öffnen. Das heißt, es würde Hydrauliköl in die Kugel hineingepresst werden, aber diese würde nicht mehr rauskommen oder nur sehr langsam, da diese Unterlegscheibe die Chimps komplett sperren würde. Und deswegen ist maßgeblich dieses Maß, also das Material, was ihr abtragt, hier drunter, gewährleistet ist, dass die Dämpferplättchen, die Chimps von der Zugstufe öffnen können. So, und hier hätten wir jetzt einen Spalt von der Unterlegscheibe zum ersten Chimp von 0,2 mm. Ist jetzt verkehrt rum, aber ihr könnt es, glaube ich, trotzdem lesen. Das wäre jetzt quasi unsere Maximalöffnung vom Chimp oder von dem Chimp-Stack. Wenn ihr jetzt also nicht so viel Material abgetragen habt und dieses Maß kleiner wird auch das Ausfederverhalten anders sein. Also das Fahrzeug wird deutlich langsamer ausfedern. Und umso mehr Material ihr jetzt hier von der Unterlegscheibe wegschleift, umso mehr können die Dämpferplättchen öffnen und umso schneller kann der Dämpfer ausfedern. Also das wäre jetzt quasi die Abstimmung für die Zugstufe. Jetzt wechseln wir einmal die Kameraperspektive und dann geht es in die Druckstufe. So, und folgendermaßen stellt sich das Ganze jetzt für die Druckstufe dar. Unsere Druckstufe wird nicht über die Chimps verändert, auch nicht über den Arbeitsweg der Chimps, sondern lediglich durch diesen Spalt. Und auch dafür ist dann maßgeblich das Maß der Unterlegscheibe entscheidend. Das heißt, umso mehr Material ihr wegnehmt oder umso kleiner oder größer die Scheibe wird, umso weniger Hydraulikflüssigkeit kann durch diesen Spalt gelangen. Sprich, wir bremsen in erster Linie unsere Hydraulikflüssigkeit. Dieser Spalt ist eben maßgeblich für die Druckstufe, aber auch für die Zugstufe. Auch wichtig für das Ein- und Ausfederverhalten ist unsere Bypassbohrung. Diese Bypassbohrung hat einen Wert von 0,6 mm und umso kleiner dieser Wert ist, umso schlechter ist die Erstanregung. Wenn ihr also durch eine Senke fahrt und die ist relativ leicht, dann wird in erster Regel alles über dieses Bypassloch gesteuert. Erst wenn die Schläge kräftiger werden, fangen auch an, die Chimps zu arbeiten. Das könnt ihr auch in dem Video sehen, was ich fertig gemacht habe. Den Link, den stelle ich euch oben links oder rechts in die Ecke. Dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Dieses Loch könnt ihr entweder auflassen oder ihr verschließt es. Wenn ihr dieses Loch verschließt, geht das mit einem Schweißgerät, einfach einen Schweißpunkt draufsetzen, gucken, dass das vernünftig fest ist, oder ihr besorgt euch eine Madenschraube oder ähnliches und verschließt dieses Loch. Das macht die Federung nochmals straffer und wirkt sich jetzt nicht unbedingt negativ auf das Einfeder- oder Ausfederverhalten aus, sondern es wird einfach nur noch ein bisschen kerniger. Ne? Ich habe bei meinem Fahrwerk diese Löcher grundsätzlich immer verschlossen. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, wie kriegen wir die Unterlegscheibe zum Halten, weil noch ist sie lose und hat Spiel. Das habe ich in der Regel ganz einfach gemacht und das kann man auch mehrfach machen, weil genug Material da ist. Wir nehmen uns einfach einen Dorn und durch sanfte Schläge auf die Ränder mit einem Hammer und dem Dorn kriegen wir dieses Material ein wenig platt gedrückt, ganz pauschal gesagt, und dadurch wird die Unterlegscheibe fest und kann auch nicht runterrutschen.
Nun ist die Unterlegscheibe fest. Die kann auch nicht mehr runterrutschen oder kippeln. Und prinzipiell, bis auf die Bohrung in der Mitte, ist diese Federkugel jetzt fertig. Wenn ihr die Unterlegscheibe wechseln wollt oder wieder lose kriegen wollt, dann müsst ihr eigentlich einfach nur mit einer Feile hier am Rand lang, immer im Kreis und ein bisschen Material abtragen. Und dann könnt ihr die Unterlegscheibe wieder abziehen. Und wenn ihr damit durch seid, könnt ihr die Scheibe einfach abheben und dann ist das Thema durch. Wichtig ist dabei, wenn ihr den Rand abfeilt, macht die Federkugel anschließend vernünftig sauber, dass der Metallspan nicht in den Kreislauf kommt. Und das könnt ihr tatsächlich etliche Male machen, weil wir hier genug Material zum Verpressen haben und auch wieder zum Wegfeilen. Dementsprechend könnt ihr gucken, welche Unterlegscheibe mit welcher Form, mit welcher Ausbuchtung am besten passt oder was ihr am besten vom Fahrverhalten her empfindet. Das war es auch schon. Das ist eigentlich das ganze Prinzip dahinter. Jetzt werden wir das Ganze noch verbauen. Einmal auf der linken Seite eine originale 50 Bar Kugel und auf der rechten Seite eine umgebaute Federkugel mit verschlossenem Loch und der passenden Unterlegscheibe. Und dann sehen wir im direkten Vergleich den Effekt. So, das war's. Beide Federkugeln sind verbaut. Wir haben auf dieser Seite die 50 Bar Federkugel verbaut, die original drin ist. Und auf der anderen Seite unsere umgebauten strafferen Kugeln. Wir werden jetzt einmal das Fahrzeug in Fahrposition anheben und einmal zeigen den Unterschied zwischen beiden Seiten. Wie gesagt, das war nur die Vorderachse. Die Hinterachse wird ein bisschen anders aussehen. Da müssen wir hier ein bisschen mehr verändern. Darum soll es dann im zweiten Teil gehen. Und im dritten Teil geht es dann um die Dämpfeinheiten, die wir beliebig tauschen können und anders abstimmen können oder individueller abstimmen können. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und ja, jetzt gibt es nochmal das Ergebnis.